Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir diese süßen Anhängerblumen. Die sind wirklich schnell gemacht und die sehen wirklich super aus. Ihr könnt euch da mit den Farben austoben. Und dann habe ich hier die kleinen Köpfe benutzt. Das sind 15 mm Köpfe und ihr braucht nur eine Häkelnadel. Ich häkle jetzt mit einer 3 mm Häkelnadel und wir fangen jetzt auch direkt an. Ich werde jetzt wieder ein buntes machen, also mit 5 verschiedenen Farben. Und ich zeige euch jetzt natürlich eine und dann braucht ihr 5 Stück davon. Wir fangen an, nehmen uns die Wolle, legen es zweimal um die Finger und um die 2 Finger, gehen hier vorne mit der Häkelnadel rein, holen den hinteren Faden raus, ziehen hier einmal den Faden durch und somit haben wir unseren magischen Ring gemacht. Dann nehme ich mir den Faden auf den Finger, halte das hier oben einmal fest und wir machen 3 Luftmaschen. Dann arbeiten wir jetzt mit Stäbchen, das heißt, wir nehmen uns die Wolle auf die Häkelnadel, dann gehe ich ein bisschen runter und wir gehen in den Ring rein und machen unsere Stäbchen. Das war jetzt das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen, das dritte Stäbchen, das vierte Stäbchen. Dann halte ich mir das immer ein bisschen weiter nach oben und mache weiter mit den Stäbchen, bis wir insgesamt 24 Stäbchen haben. So, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24. Somit haben wir jetzt 24 Stäbchen in unseren magischen Ring reingemacht. Jetzt ziehen wir das einmal an dem kurzen Stück fest. So sieht es denn aus. Wir gehen jetzt hier in die erste Masche rein. Hier ist so ein etwas größeres Loch und verbinden mit einer Kettmasche. Machen eine Luftmasche. Und jetzt machen wir die Ränder ja so schön, das zeige ich euch jetzt. Wir ziehen jetzt die Hälfte mit, das heißt, wir gehen in die nächste Masche rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, machen eine Kettmasche, dann eine Luftmasche. Das war jetzt einmal in die nächste Masche rein, Faden holen, eine Kettmasche und eine Luftmasche. So ergibt sich das Muster. Faden holen, eine Kettmasche, eine Luftmasche. In die nächste eine Kettmasche, eine Luftmasche. Das machen wir jetzt, bis wir 12 haben. Bei dem 12. machen wir dann etwas anders, das zeige ich euch gleich. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und jetzt sind wir bei der 12. angekommen. Hier machen wir ganz normal erstmal die Kettmasche und unsere Luftmasche und dann machen wir zusätzlich noch eine Luftmasche. Das ist für die Spitze der Blüte. Dann gehen wir in dieselbe Masche noch einmal rein, machen da eine Kettmasche und dann einfach in die nächste Masche wieder rein und alles wie gewohnt, also eine Kettmasche, eine Luftmasche. Das machen wir jetzt noch, bis wir hier unten angekommen sind und dann machen wir den Abschluss und wir verbinden das dann auch.
Jetzt sind wir hier am Ende angekommen. Ich mache hier noch die letzte Masche. Das lasse ich dann nur bei einer Kettmasche. Mache jetzt keine zusätzliche Luftmasche. Dann schneide ich den Faden einmal ab. Wir ziehen es raus. Den mittleren Anfangsfaden ziehe ich noch einmal fest. Und jetzt werden die beiden verknotet. Das ist sowieso die Rückseite, das sieht man auch nicht. Und dann schneide ich die Fäden ab. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich auch vernähen. Das ist unsere erste Blüte. Und jetzt brauchen wir noch 4 weitere und dann verbinden wir das. Ich habe jetzt 5 bunte gemacht und diesmal eine knallige Variante. Jetzt brauchen wir nur eine Vernähnadel. So sieht es im Vergleich aus zu diesen pastelligen Tönen und zu den knalligen. Jetzt nehme ich mir irgendeine Farbe, das sieht man eh nachher kaum. Schneide mir ein Stück Faden ab. Tue es auf die Vernähnadel und mache hier hinten erstmal 2-3 Knoten. Schneide hier den Anfangsfadenstückchen ab und jetzt nehmen wir uns nach und nach so eine Blüte und gehen hier einmal so einmal von der Seite und von der Seite rein. Also von hinten gehe ich einmal durch und so sieht es denn aus. Ziehe das einmal durch. Dann ist hier die Spitze, das heißt hier am unteren Ende gehe ich hier lang. Gehe auch hier durch. Die nächste Farbe. Und die letzte. Dann drehe ich mir das einmal zurecht und gehe bei der Anfangsblüte nochmal durch dieselben Löcher wie am Anfang und ziehe das einmal nach außen hindurch. So, jetzt könnt ihr das auch festziehen. So sieht es denn aus. Das machen wir gleich zurecht. Und jetzt können wir auch unser Köpfchen schon nehmen. Da gehe ich dann einmal hier unten oder oben durch. Das ist euch überlassen. Tue es in die Mitte und vernähe das jetzt einfach. Gehe einmal nach hinten durch. Ziehe es zwischendurch ein bisschen fest. Die Blüten richten wir dann nachher. Dann hinten. Ihr könnt natürlich jetzt auch einmal so drumherum durch die Farben durchgehen. Dann ist das auch alles insgesamt noch ein bisschen stabiler und fester. Wir gehen gleich aber auch noch mal durch das Köpfchen. Dann ziehen sich die auch zusammen, wenn man durch jede Farbe einmal geht. Hier gehe ich noch mal durch diese letzte Farbe. Dann steche ich noch mal hier unten raus, unter dem Köpfchen. Gehe durch das Köpfchen noch mal durch und über dem Köpfchen noch mal nach hinten. Und das war es auch schon. Jetzt können wir hier unseren Faden einmal vernähen und verknoten. Und gleich machen wir nur noch alles einmal ordentlich und die Schlaufe und dann sind wir auch schon fertig. So, alles einmal richten.
So süß sieht es jetzt schon mal aus. Also ich bin total verliebt in diese süßen Anhänger. Die sind so schnell gemacht und die sehen super niedlich aus. Jetzt machen wir noch die Schlaufe. Die ist auch ganz einfach. Dafür nehmt ihr die Farbe, die ihr möchtet. Ich nehme jetzt hier mal lila. Wir nehmen die Wolle, legen es auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch und ziehen fest. Und jetzt häkeln wir einfach nur eine Luftmaschenkette mit 50 Luftmaschen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe jetzt 50 Luftmaschen gehäkelt, schneide den Faden ab, ziehe es einmal raus. Jetzt kommen erstmal beide Seiten auf eine Vernähnadel und dann gucke ich mir an, wie rum das Köpfchen ist, drehe es einmal und mache das hier hinten ungefähr mittig einmal durch. So, ziehe beide durch. Dann ziehe ich den einen Faden schon mal raus und den anderen ziehe ich dann noch einmal durch, so dass der Knoten sich auch gar nicht lösen kann. Und jetzt verknoten wir das. So, schneiden den Faden einmal ab. Und auch somit ist unsere Schlaufe jetzt fertig, bereit zum Aufhängen. Die sehen wirklich super süß aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß beim Mithäkeln. Zeigt mir gerne eure Werke bei Instagram, bei Facebook. Ich verlinke euch alles unter dem Video und markiert mich auch gerne. Dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Viel Spaß beim Nachhäkeln und bis dahin.